Kommt, nicht bummeln! Matterpoint, und wir werden jetzt hier diese ganzen Punkte ablaufen bis ganz nach vorne, hoffentlich bis zum Hermits Trail. Mal schauen, ob wir das schaffen. Noch ein paar Facts zum Ort, also Grand Canyon. Wir sind jetzt mit dem Auto gekommen von Kalifornien. Das waren ungefähr 7 Stunden Autofahrt, ungefähr 500 Meilen oder so, die wir gemacht haben. Sind durch ganz Arizona durchgefahren, jetzt hier angekommen. Parkplatz kostet $35. Das sind wieder 7 Tage. Habt ihr dann wieder Zugriff auf den Park pro Auto, also da kostet nichts, noch ein Passenger oder Leute kosten nichts, und das Ticket ist auch wieder 7 Tage gültig. Wir schauen jetzt heute, morgen, vielleicht doch übermorgen, morgen, und natürlich werde ich alle Eindrücke für euch einsammeln und hier präsentieren. Wir waren jetzt da auf dieser Seite, sind jetzt auf die andere Seite gekommen hier, auf den nächsten Punkt. Das ist jetzt dieser Ausblick von hier, was es hat. Das sind Leute, jo, das kann man leider nicht ändern, dass es Leute hat und so. Ich zeige euch jetzt den Front Point, die Bodengegebenheit. Schön löchrig. Oh yes, da vorne ist dann der nächste Punkt. 2 weitere solche Punkte. Solche Gratis-Shuttles, 3 oder 4 verschiedene Farben, und die machen verschiedene Runden hier. Die kann man dann einfach benutzen. Wir werden jetzt zum Startpunkt gehen, den blauen Bus nehmen und mal ans äußere Ende gehen mit dem. Mal schauen, wie das funktioniert mit dem Shuttlebus. Wir sind jetzt hier beim Angels Trailhead angekommen mit dem Bus, Shuttlebus blau, bis zur Endstation gefahren. Jetzt hat es hier Schauplätze. Hier fängt der Angels Trailhead an. Den werden wir vielleicht morgen machen. Aussicht. Und das ist dann der Rim, der South Rim zu Hermits Rest. Wir werden jetzt kurz etwas essen und dann kann es eigentlich... Blut. Warum blute ich jetzt hier? Anyway. Etwas anderes, das ich noch sagen wollte. Eine Warnung hier. What goes down must go back up. Jedes Jahr müssen sie 250 Leute hier rausholen, weil die sich einfach überschätzen beim Wandern. Ja? Also extrem wichtig, vor 7 Uhr früh morgens aufzustehen, nach 4 Uhr zu planen, anzukommen, eine Person informieren, mindestens 2 Leute, die wissen, wo ihr seid, wann ihr geht, wann ihr zurück sein solltet. Extrem wichtig, und dann mindestens 2 Liter Wasser mitnehmen. Und das ist auch extrem wichtig, das Wasser hier. Man merkt es nicht, es ist nicht heiß, es hat Sonne, es ist wirklich nicht heiß. Wir sind jetzt ungefähr auf 2000 Meter hier, und Ende September ist eigentlich okay, aber es kann wirklich kalt werden hier. Und daher ist es wichtig, Jacken und dieses Zeugs mitzunehmen. Wir sind immer noch bei Hummus. Hummus und geile Aussicht. Da sind die Hotels. Das ist der Canyon. Hinter diesem Punkt da ist der Colorado River. Und hier auf der linken Seite ist dann der Hermits Rest. Und das war eigentlich der Trail, den wir machen wollten. Der dauert jetzt aber ungefähr 6 bis 9 Stunden runter und nochmal 6 bis 9 Stunden drauf. Und ich glaube, wir machen jetzt einen Hermits Trail morgen.
falls etwas passiert, können wir einfach den Shuttle nehmen und zurückfahren. So, jetzt ist der Plan, laufen wir der Rim entlang und werden für euch all diese Bilder aufnehmen. Also der Rim, ja, das ist der Gift Shop. So, Gift Shop Ding. Ist auch cool, schön altmodisch gehalten. Da hinten war das kleine, da hinten war dieser Souvenirshop und jetzt haben wir hier diesen Ausblick. Keine Leute hier, niemand, der ins Video reinspricht, reinläuft oder sonst irgendetwas macht. Nice. Windig, also der Wind, der peitscht hier einen um die Ohren und im Schatten wird es schon kälter. Hört ihr den Wind? Willkommen beim Hopi-Haus. Hopi-Haus. So haben die Hopi-Indianer hier ihre Häuser gebaut. Schauen wir uns das mal. So haben die Dächer gedeckt hier. Größeres und dann immer kleineres. Und dann ganz oben das Lehmzeugs aufgeputzt. Wände sind jetzt verputzt. Die waren eigentlich nicht verputzt. Das ist jetzt der Shop. Wir sind jetzt hier, wo noch was genau? Laufen vom Hopi-Haus sind wir den Rim Trail Richtung Java Pie Point und Geologie Museum laufen wir. Das sind ungefähr, was sind das? 3,5 Kilometer. Sind wir jetzt auf diesem Weg und der ist schön geteert. Macht dann noch ein paar Detailaufnahmen und hier hat es überall super Punkte, um Fotos zu machen. Also alle paar Meter gibt es hier super gute Punkte, um Fotos zu machen. Ein Picknick zu genießen im Schatten hier. Es hat keine Bänke, aber es hat immer wieder größere Steine, wo man sich draufsetzen kann. Echt gemütlich und hier hat es überhaupt keine Leute. Es ist jetzt auch schon später am Nachmittag, ungefähr 5 Uhr. Die Sonne geht auch unter langsam. Und leider können wir den Hintergrund nicht mehr so gut sehen. Das heißt, wir werden jetzt zu diesem Museum laufen, dann werden wir zurück zum Camp fahren. Da haben wir, werden da in einem Zelt übernachten heute Nacht und das werde ich euch dann auch zeigen. Morgen werden wir den Trail machen von Hermit's End.
Und ganz da hinten werden wir alles da laufen, werde ich euch alles dokumentieren. Ich werde das am Morgen machen, weil ihr seht, man sieht fast nichts mehr im Hintergrund. Also es ist auch vom bloßem Auge fast nicht mehr zu erkennen, der Schatten, das ist auch mit bloßem Auge nur noch schwarz. Weiter vorne gibt es immer wieder Bänke, also der Weg ist wirklich super ausgeteert. Darf man nicht mit Bikes fahren, im Park darf man sonst generell mit Bike fahren oder mit Velo. Da darf man jetzt nicht, das ist jetzt rein für Fußgänger hier, am South Rim sind wir. Und wie ihr seht, super geteerte Straße und easy zum Laufen. Also da könnt ihr auch mit solchen Sportschuhen oder normalen Stadtschuhen könnt ihr hier hinkommen. Da vorne beim Punkt, da wir mit dem blauen Shuttle zum Endpunkt gefahren sind, da gibt es auch Parkplätze, da könnt ihr auch gleich mit dem Auto hinfahren und dann euch dahin platzieren. Jetzt hier an der Kreuzung, hier sind es noch 0,75 Meilen, 2,3 Kilometer oder so, bis zum, nee, 0,75 Meilen sind nicht 2,3 Kilometer, das sind viel weniger, egal. Da ist jetzt die Abkürzung zum Headquarter, das sind dann nur noch 0,4 Meilen. Wir gehen jetzt aber zum Museum, das da ganz am Ende ist. Das mit der Mathematik, ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Also 0,75 mal 1,6, das sind... Kommt, nicht bummeln, nicht bummeln! Falls man das auf der Kamera sieht, das ist voller Kondore hier, die in der Thermik hoch und runter fliegen. Die haben einen Riesenspaß hier. Oh, da ist er. War das ein Kondor? Kann das jemand in den Kommentaren bestätigen? Ich versuche da noch ein bisschen ran zu zoomen dann. Da unten sind 2, 4, 5. Vorher waren es viel mehr. Wir sind jetzt hier an so einem Aussichtspunkt angekommen. Diese Seite wegen der Sonne sieht man nichts mehr, aber da kann man erahnen, was sich da hinten verbirgt. Da wäre wirklich ein super Fotopunkt. Das ist das Museum für Geologie. Ich muss leider auf den Bus, der Shuttle ist am Kommen. Wir müssen ins Camp, bevor es dunkel wird. Und hier ist noch der Ausblick. Wow, da geht es ja richtig runter. Schaut euch das an. Richtig schöner Ausblick. So, das war's mit dem heutigen Abenteuer. Ich werde morgen nochmals filmen und vielleicht übermorgen und danach ein Fazit machen für euch. Die besten Trip zusammenzustellen, damit ihr am meisten davon profitieren könnt. Also, wir sehen uns.